Margaret awoke, startled, a cold sweat clinging to her. She gathered her thoughts. Aged wood creaked, echoing through the quiet rooms. Near the house stood a shrine to Rhea Dana, goddess and daughter of the land, of Rhea and a being of comfort. Margaret sought answers. But the goddess did not speak. There was only the faint whisper of something dark, something hungry. The old seer's bones felt the weight of their age as she climbed. The only thought on her mind, has it begun again? John's mission would be a simple one. He was to investigate Rhea's greatest shrine. His mother presented him with a fresh divinity shard. From his brother came a newly sharpened sword. His wife gave him a kiss, and his daughter's hugs were full of reason to return home safe. Ja, und damit herzlich willkommen zu Children of Morta, einen Action-RPG in, ich sag mal, Retro Stil. Ja, probieren wir es doch einfach mal aus. Wir bewegen unseren Charakter mit L, machen wir. Hui, hui, hui. Funktioniert. Geile Sache. Und mit Viereck, zack. Schickes Schwert. Und L1 haben wir ein Schild. Rhea, a land long forgotten, a place of unimaginable beauty. Und jetzt habe ich den Erzähler gleich mal schön. Was ist das? Ich hoffe mal ein Checkpoint. Den Erzähler gleich mal ins Wort gefallen. Auch nicht schlecht. Finde ich übrigens cool, den Erzähler, also die Stimme. Das ist so, ja, der Erzähler muss passen, ansonsten gehst unter mit sowas. It first appeared as sludge given life, slithering creatures, small and vile. Mit dem Schwert andrücke Viereck, ja, das haben wir schon rausgefunden. Zack, 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 zack. Ja. Ey. Tschüss. Heftig. Nix da. Mit mir nicht.
Ah, komm. Ach ja. Klar, jetzt renne ich voll rein. Ich bin auch so nicht. Erinnert auf jeden Fall ein bisschen an so, ja, die ersten Final Fantasy, die ich gespielt habe. Final Fantasy 5 und 6. Alles ein bisschen pixelig, alles zweidimensional, aber hat da was, ne? Oh, da ist ein Blitz. So. Wenn Gegner erledigt. Ah, okay, gut. Hey, was haben wir denn hier? Nicht müde, mein Freund. Anschleichen ist nicht. Wenn du angreifen im richtigen Moment ausweichst, vermeidest du den Schaden der Ausweichbalken unter den Füßen des Charakters. Zeigt an, wann er sie ausweichen kann. Okay. Ah, dieser orangene Balken. Okay, gut. Nee, ja, mal einfach drauf los. So, jetzt muss man... Entschuldigung. Jetzt muss ich noch glatt niesen. In dem Moment werde ich natürlich gleich attackiert. Yay. Was haben wir hier? Ah, Heilung. Heilung ist immer gut. Aber das Niesen habe ich natürlich, denke ich mal, rausgeschnitten. Was ist hier noch? Wahrscheinlich noch mal was zum Aufladen. Aber ich bin ja voll. Tschüssi. Nicht da. Anschleichen ist nicht voll. Ja, ich bin eher der... Hi, ich bin der böse Nachbar und ich... Upsa. Hab ein Schild und hau euch mal schön eine vor den Latz. Tschüssi. Ach ja, schön. Oh Gott. Was ist das für ein Rauschen im Bild? Ich hoffe, es ist im Spiel. Hallo. A wall, impeding further progress. A battle was certain. Spezialfähigkeit. L1 gedrückt, um ein Schild zu verwenden. Jupp, haben wir schon rausgefunden. Danke. Ausdauer. Achso, so lang hält das Schild. Ich kann blocken, aber nur eine gewisse Zeit und dann will ich die wieder aufbauen. Tschüss. Nerv nicht, Kollege. Nerv nicht. Tschüss. Okay. Weiß nicht, so richtig blocken tut er aber nicht, ne? Okay, ich stelle mich noch ein bisschen an wie so ein Depp. Okay. Das ist, glaube ich, normal. So, pfeif dich. So. Ja, lässt sich sehen. Interagieren mit Kreis, okay. Ah, mit den Spielern, den wir gekriegt haben, können wir das wegmachen. Okay, gut. Tschüssi. Vanished by light itself, the corruption abated, leaving the shard cold in hand, dark, in need of life. Okay. Wo lang? Das ist da lang? Ne, da geht's nicht lang. Sieht so aus, aber es geht nicht. Okay. Ja, wo bist du? Da bist du. Tschüss. Anschleichen ist nicht bei mir. Sehr schön. Lauter tote Tiere. Klingt. Sieht nicht gut aus. Edelstein. Große Truhen können nur mit einem Edelstein geöffnet werden. Ach, der zum Beispiel. In einen Tierkadaver kann da also was finden. The shard grew warm, humming softly from the harnessed energy.
Steckt Gegner, denen du Schaden zufügst, in Brand. Das klingt doch gut. Flammen von Arta. Okay. Das klingt gut, also wenn die dadurch dann ein bisschen brennen. Before him was now one more dangerous than those that came before. Nein, 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 nein. Ach Gott, nein, komm. Ach, wie steckt mir denn dran? Jetzt. Und ich habe einen Fertigkeitspunkt. Schön. Gucken wir auch gleich mal. X zum Fortfahren. Okay. Himmelsschlag. Beschwöre himmlische Schwerter, die auf Johns Gegner abregnen. Okay, cool. Ja klar. Ja. Na klar, komm. Jo. Achso, ich kann. Jo. Gut. Also nochmal rein. Donnerschild. Also ich kann jetzt quasi hochpushen. Okay, cool. Ist nicht schlecht. Dann gucken wir mal auf die Karte. Karte nicht verfügbar. Codex, okay, das ist viel zu viel zum Lesen. Maximale Gesundheit 108, Primärschaden. Oh, ist noch nicht schlecht. Ne, es ist sehr schön gemacht, muss ich sagen. Also gefällt mir gut. Überzeugt uns eigentlich schon in den letzten paar Minuten. Ja, macht Laune. Goblins, a familiar threat, albeit farther out than usual. Sorry fürs Reinquatschen. Oh. Inherently violent and ill-bathed, the goblins were an unfocused but constant threat. Okay. Ah, muss ich aufladen. Okay, gut. Dann kommt er her. Ei. Ja, bin ich doch gerade dabei. Schon Laune, der Kerl. Denk mal, wenn die Attacke noch ein bisschen stärker ist, wird das bestimmt noch lustiger. Magnificent, but dangerous. A land of love found and of love lost. Schon sehr geil gemacht, muss ich sagen. Hut ab. RPG immer umschauen. Before him was sacred ground, left untouched in days gone by. Und ich kann... Remaining calm and collected, the shock of his heart-skipping beats was concealed in expert fashion. Before him stood Linda, his eldest daughter, with bow and quiver at the ready, determined to do her part. Verleiht dir kurzfristig eine Aura, die Gegner in deiner Nähe Schaden zufügt. Okay. Wo sind die Gegner? Ich will testen. Ja, bin da schon dabei. Na geil. So, tschüssi. Und das... Naja. Hatte ich jetzt gerade nicht. Ah, das
Cool, Tooltip. Ich kann mir nochmal anzeigen lassen, was hier alles los ist. Okay. Hatte ich nicht eine Tochter irgendwo hier rumflacken? Habt ihr die gesehen? Before the Guardians were not beasts feeding, but monsters consuming, destroying others. They corrupted and distorted, creating even more hungry husks. Super, da ist hier. Der Elektrosphäre macht mir schon richtig Laune. Tschüss. Both father and daughter gathered their thoughts, their hearts heavier than before. How would they explain what they had witnessed? Okay. Schon vorbei? Schade. The ancient tree had been cut down. Together, father and daughter described the horror, the creatures dripping with decay that slithered into bodies stuck between life and death to bolster their ranks. Grandma Margaret confirmed what they all feared. It was the corruption, a cruel entity spoken of only with hushed voices, an ocean of darkness that flowed from the top of Mount Morta. And the Bergsons' duty was to stand against this devouring deluge of death. Kevin was also eager to do his part in the family's fight, especially when his older brother Mark was off somewhere. He was as much a guardian of their mountain home as any of them. She stood. If they were to reach the summit and destroy this evil, as the Bergsons of old had done in the past, they would need the assistance of the sanctuary. Given to the Bergsons by Rhea herself, the sanctuary was a gateway to the mysterious lands around the mountain. Margaret pointed to the huge crystal at the center of the den, revealing their next task: to activate it and open the way to the source of the corruption. And once Rhea's 3 spirits are gathered on the grounds, the only gate to the top of Mount Morta will open in this chamber. By himself, or with the assistance of those who loved him, John needed to gather the 3 spirits from their lands. Without them, he would not be able to stem the flow of the corruption. Okay. Wir müssen also Naturgeister sammeln. Da ist Nummer 1 und da drüben das geschlossene Tor ist dann Nummer 2 und da unten wird wahrscheinlich dann Nummer 3 sein. Gut. Ich würde sagen, wir machen trotzdem erstmal Cut hier. Ja, schreibt doch gerne mal rein, wie es euch gefallen hat, was ihr so für einen ersten Eindruck habt. Und ja, ich würde dann sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt anständig. Servus.